Hallo, herzlich willkommen. Wir sind im Huxleys. Wie findest du es hier? Cool. Abgefahren, ne? Ja. Was machst du? Ist irgendwie so eine Mischung aus so einer Art Palast. Ein alter Tanzsaal, oder? Ja, ein alter Tanzsaal. Ja. Beruflich tanzt du nicht. Du machst was anderes beruflich. Genau, ich bin Psychologe und forsche zur Depression und hin und wieder behandle ich noch depressive Kinder und Jugendliche. Was ist denn die Besonderheit an depressiven Kindern und Jugendlichen? Wahrscheinlich, dass die Eltern immer sagen, mein Gott, die anderen können auch aufräumen, räum doch immer auf. Warum kannst du nicht aufräumen? Oder was ist so das Hauptproblem im Vergleich zu Erwachsenen? Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir, glaube ich, das Problem nicht. Dann würde ich den Eltern sagen, hey, komm, mach mal ein bisschen anders und dann läuft es halt. Das große Problem ist, dass wir es kaum entdecken. Also recht schwer. Fängt so in der Pubertät häufig an, also das sind ja die meisten. Na klar, wisst ihr, wie in der Pubertät, klar, da hast du sowieso keinen Bock, also erkennt man schon gar nicht. Eltern sagen, oh, ist ja muffelig, aggressiv irgendwie, ja. Aber das ist manchmal nicht bloß muffelig und aggressiv. Wenn es eine ganze Weile dauert, kann durchaus sein, dass die depressiv sind, sich zurückziehen, ihre Hobbys nicht mehr machen. Aber das zu erkennen, ja, nicht so leicht. Ich dachte, Depressive wären irgendwie schluffig und kommen nicht aus dem Bett. Wieso werden die denn aggressiv? Also was macht die denn wütend? Also gute Frage. Also dieses Reizbarkeit-Ding ist vor allem in der Jugend halt oder tatsächlich auch manchmal bei Männern, aber bei Frauen eher nicht so. Ja. Ich meine, das Aggressive kann auch durch die Pubertät kommen. Ich meine, das kannst du schwer trennen. Hast du Pubertät und Depression, wie soll ich es trennen halt? Kann ich auch nicht als Forscher. Ja. Ist halt so. Also es ist nicht das Ding, wo wir sagen, hey, da müssen wir jetzt uns umforschen, halt, woran es liegt. Die Sache ist, wie kriegen wir das gelöst, ehrlich gesagt. Aber erstmal noch eine Frage, woran merkt man es denn dann? Also wenn du sagst, das ist gerade bei Pubertierenden oder in der Jugend ist es so schwierig, was ist denn für dich, also jetzt wissenschaftlich, das Trendkriterium? Ja, wir haben schon unsere Kriterien, das ist so ein Katalog mit 9 Punkten halt, 9 Symptome halt und die fragen wir schon halt ab. Sag mal 2 Beispiele oder 3. Also tatsächlich eine depressive oder reizbare Stimmung halt, ja, im Jugendalter, dass du halt keinen Bock mehr auf deine Freunde hast, keine Freude hast, wirklich nicht aus dem Bett kommst. Suizidgedanken, auch Essen isst nicht mehr, Schule kannst nicht mehr richtig denken. Ja, kann auch mal so sein natürlich in der Pubertät. Aber es kommt noch hinzu, ja. Also ein richtiger Katalog. Und die landen meistens bei mir, wenn es schon so schlimm ist halt. Ja. Und der Gedanke wäre eigentlich, wie kriegen wir das vorher gebacken? Also dass das nicht... Also wie könnte man das frühzeitig erkennen, ja, um schon therapeutisch genau, damit die erst gar nicht depressiv werden halt. Das ist das Ding halt. Ja. Geht das denn? Oder ist Depression so ein Schicksal? Oder glaubst du, dass man das, wenn man da ein bisschen früher dran gehen könnte, schon ein bisschen die Weichen in eine angenehmere Richtung stellen könnte? Ja, ein Schicksal insofern, dass man ja selber nicht für verantwortlich ist. Also das hängt ja, sagen wir mal, schon mit Biologie, Genetik, dann Gehirnentwicklung und dann natürlich das, was man als Kind erlebt. Ja. Also die ersten Erfahrungen so mit Eltern und so weiter, das ist schon entscheidend halt. Aber ich sage, okay, wenn man es dann hat, kann man sich darum kümmern halt. Ja. Und da ist das Problem, dass wenn wir anfangen, dann fangen wir an. Dann sind die auch meistens, wir kriegen es ganz gut hin, muss ich sagen halt. Obwohl wir auch zu wenig Therapeuten haben, aber wir kriegen es gut hin. Aber irgendwann fallen sie wieder in die nächste rein und die nächste rein. Das ist das große Problem. Ja? Also selbst wenn ich denen was mitgebe halt, wir haben eine große Rückfallrate. 70% fallen zurück. Also die Laura aus unserem Projekt hier, die hat jetzt die 17, die hat mit 13, sage ich mal, angefangen. Und die hat jetzt schon die 3. Depression gehabt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die 4. kriegst, bei 90%. Und dann hast du irgendwann das Glück, in Anführungsstrichen, dass du es dauerhaft hast. Was machst du denn, wenn du jetzt mit, Jugendliche oder auch Kinder, die sind ja irgendwie auch noch ein bisschen unbefangen und nett, wenn die jetzt vor dir sitzen und du machst das ja beruflich und sagen, ich will mich umbringen. Ich muss daran denken, dass ich mich da wirklich, ich stelle mir das richtig vor, ich will mich aufhängen oder vor den Zug werfen oder so. Wirst du da nicht total traurig? Also wie kannst du da genügend Distanz halten, um denen therapeutisch nach einer Manual noch zu helfen, ohne hinzugehen und zu sagen, so, ja, scheiße, und die zu umarmen. Was macht man denn da? Ich sag mal so 2 Systeme. Das eine ist, dass ich wirklich einerseits total auf dem Kind bin und zuhöre und wirklich mich total für interessiere halt. Aber das ist recht, also sehr empathisch zu sein und gleichzeitig dann genug Distanz für sich haben, ist schwierig. Und gleichzeitig ist aber so ein zweiter Film im Kopf, wer dann sagt, okay, du willst dem helfen halt, ja, und das ist eine professionelle Rolle, ja, und korrigiere oder sagen wir mal reguliere meine Emotionen parallel dazu halt, ja. Also sind so 2 Sachen, die parallel eigentlich laufen, was super anstrengend ist. Also nach so einem Tag mit 5, 6 Patienten, du hast nicht nur Depressive halt, kannst du eine gute Mischung machen. Ne? Also machst du erst den ADHSler, dann machst du die wirklich Störung des Sozialverhaltens, dann depressiven Angstgestörten, dann kriegst du eine gute Mischung halt hin. Ja. Was ist in deiner bisherigen beruflichen Erfahrung nach so das Problem, warum Angehörige das irgendwie nicht richtig hinkriegen? Also warum sollte man oder muss man professionelle Hilfe suchen und kann nicht sagen, ja, das lösen wir in der Familie, da reden wir drüber. Also welche Hürde besteht da innerhalb der Familie? Sagen wir mal so, das ist dann schon in der Familie sicherlich versucht worden, das zu lösen, muss man sagen. Ja. Das ist dann auch häufig wirklich die Ultima Ratio, bis
Klinik ist auf jeden Fall die letzte Instanz. Ja. Häufig hängt es ja mit der Familie zusammen, also auch die Konflikte, die vorhanden sind. Ja, ist dann schwierig sozusagen den Bock zum. Ich sage jetzt, die Eltern sind. Geht nicht um Schuld halt, ja, um Gottes Willen halt, ja. Aber wir versuchen in der Familie was zu verändern halt, ja, und bei den Kindern auch selber. Und diese Kombination macht's. Aber ich sag mal so, der Arzt kann sich auch nicht selber operieren halt. Deswegen muss jemand von außen, der auch neutral ist. Ja. Die sind ja dann irgendwann schon, sagen wir mal, so negativ aufeinander eingestellt, wie willst du das lösen? Ja, eine neutrale Person, ein Richter, kann da gut moderieren und das bin ich in dem Fall. Genau, man regt sich sonst zu leicht auf wahrscheinlich, wenn man immer in dasselbe Muster reinfällt. Und genau. Du hast da noch was mitgebracht. Genau, so Lehrtafeln. Du hast nämlich darüber hinaus noch ein Anliegen. Genau. Erzähl doch mal. Genau, also wir haben überlegt, wie kriegst du das jetzt hin, dass die nicht wieder in die Depression reinfallen. Weil das ist wirklich das größte Problem, ja, was wir haben. Und das kriegen wir nicht gelöst. Und du kannst dir vorstellen, Jugendliche haben keinen Bock, auch bei mir nicht Tagebuch zu führen. Ja, also man will im Alltag ganz normal Jugendlicher sein und will nicht genervt sein von irgendwas. Ja? Also haben wir gedacht, okay, wie kriegen wir das irgendwie in den Alltag hin? So eine Art Präventionsprogramm im Alltag. Ja? Und im Erwachsenenalter wissen wir, dass Erwachsene, wenn sie schreiben und eine Depression langsam rutschen, anders schreiben. Ja? Verwenden andere Wörter, die Texte werden anders. Und dann haben wir gedacht, okay, was machen Jugendliche? Am meisten schreiben sie mit dem Smartphone und meistens tatsächlich WhatsApp. Also gucken wir mal, ob wir das was machen können. Ich kann es ja nochmal erklären hier mit dieser wunderbaren Tafel halt. Ja? Also der Gedanke ist, das ist ein neutrales Modell, ja? Also kein Apple und so. Ja? Keine Werbung. Kein Huawei, kein Samsung, kein was gibt's noch? Genau. Also das alles nicht. Genau. Ich darf das sogar abdrucken, das ist so Commons-Lizenz, also das kannst du halt, genau. Okay, also der Gedanke ist tatsächlich, okay, die schreiben ganz normal hier im Alltag halt und dann ist so, wenn man depressiv halt wird, ja, dann verändern sich die Sachen. Also man schreibt dann eher in der Ich-Form statt Wir-Form, ja. Was ich schreibe halt, also der emotionale Inhalt der Nachrichten halt, und wie oft und zu welchen Zeiten und wie lang die Texte sind. Und aus diesen ganzen Sachen, ich habe jetzt mal diese Ampel hier mitgebracht, dass der Gedanke halt, dass wir die ganzen Informationen zusammenfassen. Ja, und dann gibt es so eine Art Score, so ein Ampelsystem und das zeigt dann an, ey, ist alles cool. Und wenn es nicht cool ist der Gedanke, da gibt es dann die ersten Maßnahmen wie, ey, mach mal wieder Sport, also auf einer ganz niedrigen Ebene erstmal, ja. Bis hin, dass wir überlegt haben, okay, die meisten sind ja schon beim Arzt oder beim Therapeuten vorher gewesen, dass der dann automatisch eine Nachricht kommt, ey, melde dich mal und der kriegt einen bevorzugten Termin einfach. Ja. Also genau. Das soll eine App sein? Es soll irgendwann eine App sein. Also jetzt geht es erstmal um die Studie. Wir müssen jetzt erstmal herausfinden, welchen von diesen Dingern sind wirklich gut. Ist es jetzt diese, dass man Grammatik verändert oder der emotionale Inhalt. Wir wollten noch Emojis analysieren. Ja? Aus diesen ganzen Informationen war eine, denke ich, reicht nicht. Ja? Depression ist komplex. Aber wenn wir alle zusammenfassen, halt, können wir, glaube ich, eine hohe, sagen wir mal, Treffsicherheit bekommen. Also dass man sagt, okay, das könnte jetzt eine Depression werden, aufpassen. Genau, darum geht es jetzt in der Studie, die wir machen. Und wenn ich gerade da reinrutsche in die Depression, dann möchte ich aber auch gar keinen Sport machen. Also wie wollt ihr denn dann die Kids dazu bringen, dass sie das dann auch wahrnehmen und auswerten, was da auf der App dann steht? Also mach mal wieder Sport. Genau. Sagst du, kein Bock. Genau, nee, aber da bist du bei diesem kein Bock, bist du schon im Zustand, wo schon richtig Depression ist. Ja, es geht wirklich davor. Also du machst ja mit Kriminalbiologie, also wenn du dir vorstellst, also bei Krebssachen, da hast du ja auch vorher, sagen wir mal, im Blut schon Marker, da hast du aber noch keinen Tumor, den du sehen kannst. Ja? Das ist der Gedanke halt. Also recht früh zu sagen, ey, jetzt geh mal wieder einen Freund treffen oder so, das könnte Anzeichen halt sein. Ja? Und wo machst du das? Also willst du damit Geld verdienen oder bist du bei der Uni? Wo arbeitest du? Wo machst also ich arbeite gerade in London, ja, aber sonst bin ich in der Uni Tübingen. Also ich forsche gerade in London, komme aber auch wieder zurück. Und prinzipiell bin ich in London, in Tübingen. Ja, genau. Und ich verdiene kein Geld mehr. Das wäre ganz schön. Ich bin ganz normal mit Stipendium halt, forsche an der Uni halt. Und es geht darum, tatsächlich eine Lösung anzubieten für die Kids, die ich auch als Therapeut halt habe. Genau. Es dauert eine ganze Weile halt, ja. Klar. Ja, ach so, ja, muss man vielleicht mal erklären. Ne? Also, Forschung ist nicht um die Ecke. Genau, und psychologische Forschung muss natürlich, das dauert teilweise Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte. Man muss natürlich, wie du gerade gesagt hast, bestimmte Kriterien finden, die auch wirklich aussagekräftig sind und nicht nur unbedingt welche, die halt vorkommen, aber nicht trennscharf sind. Ne? Ja, genau, und das Ding ist jetzt, das ist so eine Art Pilotprojekt erstmal, ob es funktioniert. Und das kriegst du jetzt nicht von klassischen, du kannst ja im Staat Geld beantragen, Fördermittel halt. Aber die sagen, naja, wir wollen schon mal so eine Vorstudie gesehen haben. Ja? Und weil es aber sehr aufwendig ist für eine Vorstudie, also die Unis sind nicht super finanziert in Deutschland, ist so, haben wir gesagt, okay, wir kriegen das trotzdem hin. Und da kamen wir auf diese Spenden- oder Crowdfunding-Aktion. Lass uns das nochmal einblenden. Nein, das ist hier. Achso, du hast es hier. Okay. Aber ich habe schon mal ausgerechnet, was wir machen müssen. Ja. Ich habe mal ursprünglich ausgerechnet, wenn wir es wirklich gut machen wollen, bräuchte man insgesamt 30.000 halt, ja.
Das habe ich heute gesehen. Wir haben tatsächlich 10.000 zusammen. Am 5.3. Endet es. Ja. Wir können auch mit weniger was machen halt, ne? Aber das wäre das Optimum. Da habe ich gesagt, okay, was ist die Differenz? Ja, ich gesagt, okay, 20.000 ist die Differenz. Ja, hat halt eine Weile gedauert mit dem Rechnen und so. Taschenrechner nicht. Dann habe ich gedacht, ich habe dann geguckt auf Facebook, du hast da so 250.000 Follower. Ja, ist wirklich so. Ja, ja, klar. Okay, dann habe ich gedacht, okay, wenn man, weiß nicht, ob was sind, aber wenn 10.000 mal 2, habe ich gedacht, sind 20.000. Ich habe jetzt Fans genannt, nicht Follower. Ja. Genau. Und ein Danke-Herzen habe ich auch schon hingemacht. Nein, man kann sich dann auch, wenn es mehr ist, du kriegst auch Spendenbescheinigung, klar, es sind ja gut März. Manche denken ja schon an Ende des Jahres. Ja. Ansonsten kann man sich auch von den Dankeschöns was aussuchen, was wir auch halt haben. Ja. Was kann man, ein T-Shirt? Wir haben von Künstlern Fotos, also recht groß, also wirklich, die dann auch groß gedruckt werden, die meinetwegen, ich glaube, die Hauptsponsoren haben wir alle schon zusammen, die wirklich, was weiß ich, 1 Meter mal sonst sowas, wenn es den Leuten gefällt, aber die meisten, muss ich sagen, ist ganz nett, die sagen, ey, Kinderprojekt, Kinderdepression. Ja. Ich habe mir gar nicht erzählt, also wir haben wirklich Probleme in Deutschland, sind über 100.000. Das ist sehr konservativ geschätzt, ja. Und das taucht nirgendwo auf. Menschen, die Depressionen haben. Kids nur. Kids, also die Depressionen haben. Kids und Jugendliche im Erwachsenenalter haben wir insgesamt 5 Millionen. Ja? Man sollte und vielleicht auch noch dazu sagen, eine der häufigsten Todesursachen, in manchen Jahren sogar die häufigste, ist bei unter 25-Jährigen, das betrifft jetzt uns im kriminalbiologischen Bereich oft, ist tatsächlich ein depressionsbedingter Suizid. Genau. Also das ist keineswegs so, dass die mit dem Motorrad fahren oder Paragliding machen die Kinder und dabei sterben oder Joyriding oder was ist denn noch gefährlich, Heroin spritzen, sondern es ist depressionsbedingter Suizid. Also das ist eine wirklich häufige, oft sogar die häufigste Todesursache. Die zweithäufigste. Ich muss ja ordentlich sein. Ne? Also nach Unfällen, hast du ja gerade gesagt, nach Unfällen bei Kindern und Jugendlichen die zweithäufigste. Genau. Ja. Also, wenn ihr mitmachen wollt, geht mal auf die Seite. Wir verlinken das natürlich na klar. auch. Oder für die ganz Konservativen habe ich hier noch die... Eine konservative ganz klassisch, ja, da gibt es auch einige, die sagen, okay, genau. Ich will lieber direkt, ja? Also, liebe Leute, macht mit. Wir haben wirklich sowohl im kriminalbiologischen Bereich, als auch im psychologischen Bereich, als auch im psychiatrischen Bereich, als auch mit Medikamenten hängt es auch noch zusammen. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Das könnte man dann vielleicht sparen, wenn man so früh. Die könnte man nämlich dann sparen. Ja. Und man könnte sich vor allen Dingen viel Ärger und viel Trauer sparen, wenn Depressionen früher erkannt werden, trennscharf. Hier ist ein echter Psychologe. So sehen die aus, die Psychologen. Ja. Wie alle anderen Menschen. Frisch gewaschen zumindest. Ja? Hast die Haare frisch gewaschen? Deswegen wir ein paar Minuten zu spät, dann fliegt U-Bahn noch raus. Ja? Also, wenn ihr Bock habt, informiert euch, unterstützt diesen fantastischen Forscher. 2 Euro, dann kriegen wir bei den vielen Followern 10.000. Vielleicht klappt das ja. Also, Vielen herzlichen Dank. Gut. Tschö.